herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich heute euch eine meiner größten Positionen. Bleibt mal dran bis zum Schluss. Es geht jetzt auch gleich los. Und ihr seht schon, es handelt sich hier um den Mineralölhersteller Shell. Er hieß ja mal Royal Dutch Shell und ich habe diese Aktie schon seit 2019 in meinem Depot. Ich habe aber klein angefangen. Ich zeige euch jetzt mal den ersten Kauf. Hier seht ihr die Wertpapierabrechnung und die erste Limit Order habe ich am 17.10.2019 12 Stück zu 26,21 € und das Ganze wurde abgerechnet damals mit Kosten. Sind hier die Aktien auch schon in mein Depot bei Trade Republic gebucht worden. Wenn ihr Trade Republic also haben wollt, das ist mein Hauptbroker, man braucht immer ein bis zwei, das ist so meine Empfehlung, Erfahrung, aber die Abrechnungskosten sind aktuell noch die günstigsten und das wird sich vielleicht jetzt nach der EU-Umsetzungsrichtlinie ab 2026 ändern. Wir werden sehen. Und dann kann es sein, dass auch Trade Republic teurer wird. Aber aktuell ist es noch so, in diesem Jahr ist das eine der günstigsten Broker. Und es ist Affiliate-Gespräch, was ich jetzt gerade hier führe mit euch. Also schaut mal unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr auch bei Trade Republic mit diesem Link heute ab sofort teilnehmen. Und ja, also zurück zu Shell. Die Shell hat mich jetzt die Jahre über immer begleitet. Ich habe mal auch ein paar Gewinne mitgenommen, aber es ist eine meiner größten Positionen und wie ihr hier also auch sehen könnt, bin ich 71% heute im Plus. Die Aktie kann ich absolut empfehlen. Ein fairer Wert wäre bei 36, 37 €, wenn nicht sogar an die 40 €. Die Geschäftszahlen werden hervorragend sein. Die kommen jetzt Ende Januar wieder raus. Und ihr seht, heute steigt die Aktie 2%. Die letzte Woche, letzten 7 Tage um den Jahreswechsel waren es sogar 6,66%. Es gab natürlich auch mal Rücksetzer, als hier in der Corona-Zeit, das ist gar nicht mehr auf dem Chart hier zu sehen bei Trade Republic, ja, die ganze Aktie runtergegangen ist. Und genau in diesem Crash, ihr seht hier unten auf der rechten Seite den durchschnittlichen Kaufkurs bei mir, der liegt bei 18,28 €, also alles richtig gemacht. In der Spitze war ich auch sogar bei 100%, ist jetzt ein bisschen abgesackt. Wir waren ja in der Spitze bei 34 € und ich habe hier also Stand heute 420 Stück, 22. Außerdem habe ich einen Sparplan. Ihr seht, die Dividende war jetzt im Dezember die letzte Dividendenauszahlung. Das Ganze ist immer im Quartal und findet quartalsweise, also 4-mal im Jahr gibt es Dividende. Ja, hier seht ihr so eine Kurszielbewertung, ja, um die 40 €. Wie gesagt, der faire Wert liegt bei 37 bis 38 €. Da kommen noch ein paar Unternehmensnachrichten, die brauchen wir jetzt nicht genau anschauen. Und ich bin einfach ja super erfreut und das Shell-Unternehmen, wie es jetzt auch existiert, wird lange Zeit noch am Markt sein. Solange es Erdöl gibt, werden die auch Mineralöle herstellen und damit einfach zu tun haben. Schreibt mal in die Kommentare, was sind eure Depotaktien, was habt ihr im Depot? Würdet ihr auch eine Shell-Aktie mit reintun? Wir sind ja jetzt bei Dividende wieder hier 4,32%. Das war mal viel weniger und hat sich, Entschuldigung, war viel weniger und war aber auch mal viel mehr. Also das Ganze war mal bei 6% vor der Corona-Krise und dann ist es ja runtergecrashed. Die Dividende wurde um 33% gestrichen. Wir sind jetzt so 3 bis 4 Jahre später. Das heißt, wir nähern uns jetzt langsam diesen 6% an. Und ich denke, in 1 bis 2 Jahren sind wir fast auch wieder bei der alten Dividendenstärke, die Shell damals schon hatte. Der Konzern ist ein bisschen abgerückt von den neuen Energien und macht sein altes Ding weiter. Gas, Mineralöl und so weiter und so fort. Und das ist einfach das Hauptgeschäftsmodell.
Bleibt dran, ich werde weitere Aktien aus meinem Depot vorstellen und euch zeigen, wie viel und wie stark ich da investiert bin. Und Shell wird auch dieses Jahr gut laufen, selbst wenn es ab dem 2025 zweiten Quartal dann eventuell einen Crash, Mini-Crash geben wird in diesem Jahr. Aber nichtsdestotrotz, ich halte an Shell fest und es wird wird weiterhin auch ein großer Dividendenzahler in meinem Depot bleiben. Also bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao.